Hallo, herzlich willkommen wieder. Diesmal haben wir Self-Assessment-Test von RWTH Aachen. Testet mal, wie geeignet ihr seid für die technische und naturwissenschaftliche Studiengänge. Jetzt legen wir sofort los. Erste Aufgabe. Für welche x in R ist die Ungleichung gültig? Die einfachste Methode hier wäre, Zahlen gerade zu machen. Und dann trage mal hier ein 1, 2 und 3. Wegen hier, ne? 1, 2 und 3. Und wir wollen zuerst 0 testen. Ja? 0 liegt links vom 1. Ja? Dann haben wir, wenn wir 0 testen, hier minus 1 mal minus 2 mal minus 3. Dann haben wir kleiner als 0, also falsch. Deshalb hier in dieser Region falsch, richtig, falsch, richtig. Ja, also Zickzack und die Lösung ist diese. Ja? Eine Riemenscheibe mit dem Radius R bewegt sich mit einer konstanten Drehzahl von n Umdrehungen pro Minute. Wie groß ist die Strecke S, die der Riemen in 20 Sekunden zurücklegt? Okay, eine Umdrehung entspricht 2 Pi R von der Strecke, weil das ist ein Umfang von dem Kreis, ja? Und n Umdrehungen entspricht natürlich 2 Pi R n. Und wenn wir in einer Minute n Umdrehungen haben, dann in 20 Sekunden haben wir 20 durch 60, also 20 Sekunden durch 60 Sekunden mal n Umdrehungen. Und das entspricht 2 Pi R n durch 3 von der Strecke. Also die Lösung ist diese. Nächste Aufgabe. Dieser Typ von Ungleichungsaufgabe ist ziemlich einfach. Einfach Kreuz multiplizieren. Dann bekommt ihr 25 minus 15x kleiner als 21x plus 28. Dann bekommen wir 36x größer und gleich als minus 3. Also x ist größer gleich minus 3 durch 36. Also x ist größer als minus 1 durch 12. Nächste Aufgabe. Ein Gelände wird durch diese Funktion beschrieben. Pass auf, von 1 bis 2,38 durch diese Funktion, ja, oben, und von 2,38 bis 3,82 durch diese untere Funktion. Und von den Bergspitzen führt jeweils ein Schacht senkrecht nach unten und trifft auf einen Stollen. Gefragt ist, wie viele Kilometer sind die Schächte A von B voneinander entfernt. Also schauen wir uns mal zuerst diese Abbildung. Gefragt ist von da nach da. Wie lösen wir das? Wir berechnen zuerst das x-Koordinat von diesem Hochpunkt und von diesem Hochpunkt, ja?
Hochpunkt A können wir durch die obere Funktion finden. Also wir berechnen zuerst die erste Ableitung und das ist minus 2x plus 4 und die ist gleich 0. Also x ist gleich 2. Ja? Und die untere Funktion leiten wir auch ab. Minus 6 x plus 18 ist gleich 0. Dann haben wir x b ist gleich 3. Also hier 2 und hier 3. Also die Entfernung ist 3 minus 2 ist gleich 1 Kilometer. Okay, nächste Aufgabe. Wir haben folgende Abbildung. Diese obere Kurve ist durch Funktion fx beschrieben und die untere gx. Schnittstellen sind hier bei 0, x gleich 0 und hier x gleich 2. Gefragt ist, wie groß ist die Fläche? Das heißt, wir integrieren die erste Funktion und die zweite Funktion und wir bilden Differenz von den beiden. Oder einfacher geschrieben ist gx minus fx. Ja? Das heißt Integral von minus x Quadrat plus 2x plus 1 minus x Quadrat plus 2x minus 1. Von 0 bis 2. Also minus 2x Quadrat plus 4x dx. Okay, das ist minus 2/3 x hoch 3 plus 2x Quadrat von 0 bis 2. Wir rechnen das aus. Minus 2/3 mal 8 plus 2 mal 4. Also 24 hier und das macht 8 durch 3 Zentimeter Quadrat. Ja? Okay, das war's. Das war der erste Teil von diesem Self-Assessment-Test. Wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Auf Wiedersehen.